auch in der Schule, habe immer eine schlechte Note gekriegt von der Handarbeitslehrerin. Ja. Ich wollte das überhaupt nicht. Das ist hier ein Abendkleid in der Modenschau. Das ist hier ein Bild aus dem ehemaligen Guten Rat für Frauen, hier wo wir immer so ein bisschen Tipps und Tricks fürs Schneiderhandwerk gegeben haben. Mein Bruder hat ja dann studiert und nee, der war 3 Jahre älter, der ging damals noch zum Gymnasium, das kostete ja alles Geld. Und da hat die Mutti gesagt, und zwei geht nicht. Und bei uns im Ort war ja kein Gymnasium. Die mussten ja nach Lucca und dann hier im Internat oder so und das kostete ja alles Geld. Und da habe ich dann gesagt, na gut, und ich wollte am liebsten Kindergärtnerin werden oder Köchin. Wobei mir Köchin heute überhaupt nicht mehr liegen würde. Ich meine, ich koche ganz gerne, aber absolut nicht. Aber Kindergärtnerin, das lag mir immer sehr. Aber da hat die Mutti gesagt, nein, du wirst erst mal hier lernen. Und was du später machst, solange wie eine Ausbildung eben bis zur Meisterin oder so das machen kannst, machst du das erstmal. Frau Hessler-Zimmermann, Sie haben 1957 Ihren Berufsausweis gemacht und haben dann sich... Die Meisterprüfung erstmal abgelegt, ja, in der Handwerkskammer Dresden, ja. Und haben dann also sich in Dresden auch einen Namen geschaffen. Von Ihrem Namen zeugen auch eine ganze Menge an Dokumenten. Und vielleicht sagen Sie mal was zu Ihrer beruflichen Entwicklung, was Sie angetrieben hat. Und vielleicht, ich sehe hier also ein sehr schönes Abendkleid abgebildet, vielleicht auch... Gehen Sie mal darauf ein, ob das eventuell ein Lieblingsstück ist. Ich habe sehr gerne Abendkleider gemacht, habe sehr gerne Cocktailkleider gemacht, Abendkleider und eben auch mit Handarbeiten, also mit sehr viel Stickereien und Perlenstickereien vor allen Dingen habe ich auch sehr viel gemacht und gerade die Dame, die gestern bei uns zu Besuch war, sagt sie, ich habe immer noch was aufgehoben, was ich nicht wegtue von Ihnen. Da habe ich gesagt, hätten Sie es nur mal mitgebracht, ja gut, eben auch so mit Handarbeiten, ja. Und das hat mir auch immer gelegen, Abendkleider zu machen. Aber aufgetrieben hat mich eigentlich der Ehrgeiz auch ein bisschen. Ich bin nicht Dresdnerin gewesen. Ja. Und wenn Sie in Dresden zu der damaligen Zeit die Situation der Damenschneider Werkstätten, die hier in Dresden waren, also Selbstständige waren, das waren fast alles gestandene Dresdner und die schon so. Ich kam jetzt als ganz junge Meisterin dazu und musste mich ja nun erstmal ein bisschen outen und ein bisschen zeigen, dass ich vielleicht auch ein bisschen was kann. Und das hat mich eigentlich angetrieben. Zu den anderen zu zeigen, das war ja auch, ich habe hier an der Münchner Straße erst gewohnt nach meiner Scheidung und hatte da glücklicherweise dann auch mit ein bisschen Beziehung eine 3-Zimmer-Wohnung bekommen, sodass ich einen Raum hatte für die Werkstatt. Und das ging dann wirklich ganz gut, aber wie gesagt, unsere Obermeisterin, Frau Förster, die hat immer gesagt, nein, ich weiß ja, dass Sie das können, Sie machen das mit und so. Und das wollte ich natürlich auch beweisen, dass ich es kann. Gerne dem Wettbewerb, wenn man mal so sagen kann, gestellt haben. Ja. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe Zeugnisse darüber, wie Sie sich gestellt haben, beziehungsweise wie die Ergebnisse waren. Vielleicht können Sie uns die einfach mal zeigen. Ja, also wann das gewesen ist, das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Da müsste ich mal hier schauen, in welchem Jahrgang. Das ist also 1965 gewesen. Von allen 3 Bezirken, Chemnitz, Karl-Marx-Stadt hieß es damals, und Leipzig und Dresden. Da habe ich also mit einem Abendkleid bzw. Brautkleid den ersten Preis bekommen für das, was ich gezeigt habe. Ja. Da war ich sehr stolz drauf, das muss ich sagen. Weil gerade in Chemnitz, und da waren ja nun Obermeister, die dort an diesem teilgenommen haben, ja, die also da war eine sehr große Konkurrenz, nicht? Ja. Das muss ich schon sagen. Also, und auch die Jury, das will ich Ihnen noch dazu sagen, die Jury, die ja nun, die Leute, die da schon jahrelang dran teilgenommen haben, die gestandenen Schneidermeisterinnen, nicht, die waren ja von vornherein schon prädestiniert, dass sie also Preise bekommen. Ja. Und ich bin da sozusagen als Newcomer dort mit reingekommen. Ja, und man muss auch sagen, ich sehe das ja auf der Zeitungsseite, dass Sie sich als Einzelperson durchgesetzt haben, auch gegen PGHs. Ne? Ja, klar. Und dann, das waren hier Auszeichnungen
zu wann war denn das hier gleich? Welche Jahrgänge? Das war 79, eine Leistungsschau. Das war 1983. Ach nee, das ist der Ehrenmeister. Das ist das silberne Handwerk. Was ist das? Aber... Nicht ganz so schnell, bitte. Ach so, ja. Hier ist ja noch mehr. Dann. Genau. Das war 1979 eine Leistungsschau des Handwerks. Das war der zweite Preis. Wann war das? 1977. Also alle paar Jahre waren so eine. Ja, solange ich das noch nicht Rentnerin war, habe ich das noch halt mitgemacht. Die Handwerkskammer hat meines Wissens auch ihre Tätigkeit sehr honoriert. Vielleicht können Sie uns die Dokumente auch nochmal zeigen. Ja, ich bin dann eben auch erstmal Bezirksmeisterin geworden hier in Dresden. Und ja, das haben sie halt anerkannt. Ich habe mich sehr, sehr bemüht für die Kolleginnen und auch doch immer so auch fachlich recht interessante Themen zu bringen. Und wir hatten ja dann zwar immer jemanden dabei vom Stadtbezirk, der dann sowieso eine politische Sache mit reingebracht hat, aber das andere, den Zusammenhalt zu den Kolleginnen erstmal herbeizuführen, der vorher eigentlich nicht so war. Und das haben sie doch sehr anerkannt, dass das durch mein Dazutun so geschehen ist, muss ich schon sagen. Und dann habe ich ja als Rentnerin, habe ich dann gleich die Betreuung der Rentnerin, der Schneiderin, die alle, und damals waren es noch eine Menge in Dresden, da waren wir noch so 60, 80 Rentnerinnen in Dresden. Und da war es noch so, dass die Handwerkskammer jedes Jahr 1000 Mark für irgendwelche Zusammenkünfte oder Weihnachtsfeiern bereitgestellt hat. Und das habe ich dann in 2 Teile aufgeteilt, weil 80 Personen konnten sie ja nicht auf einmal unterbringen in Seelen. Und da habe ich einmal im Frühjahr gemacht und einmal vor Weihnachten. Und da konnte ich jedes Mal 500 Mark abrechnen, was also in der Gastronomie war. Und noch dazu konnte ich noch mit abrechnen vom 75. Jahr an, vom 80. Lebensjahr an. Da konnten wir Geschenke machen. Und die Unterlagen habe ich in der Handwerkskammer abrechnen können. Das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr. Aber ich betreue, bis zum vergangenen Jahr habe ich noch die Rentnerin betreut, obwohl wir keine Unterstützung mehr von der Handwerkskammer bekommen. Aber die waren so dran gewöhnt, dass wir jedes Jahr heute noch zweimal zusammenkommen und die immer wieder sagen, nein, 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 wollen wir es weitermachen. Aber im vergangenen Jahr habe ich dann gesagt, müssen jüngere Kolleginnen machen. Und das haben nur 2 jüngere Kolleginnen übernommen. Ich habe gesagt, ich bin ja nur alt genug, da können die jedes Mal machen.